Hi and hello to everyone. Diesmal zeige ich euch Triest und seine Umgebung. Dies hat sich aus einem spontanen Kurztrip heraus ergeben. Spontan deswegen, weil Italien die Einreisebestimmungen geändert hat und somit die Zonen von Rot auf Orange und von Orange auf Gelb gestellt wurden. Ergo, die Einreise mittels negativen Antigen-Tests war möglich. Ich kann euch dieses Mal leider kein Sunny Weather mit strahlend blauen Himmel anbieten, das bringen Spontantrips ebenso mit sich. Anfangs war ich vom bedeckten Himmel nicht so beeindruckt, aber ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass die Landschaft gar keinen Sonnenschein braucht, um beeindruckend zu sein. Und der Nebel hat es fast noch besser gemacht. Unser erstes Ziel war die Scala dei Giganti, auch bekannt als die Treppe der Brüder. Diese Sandsteintreppe wurde im 19. Jahrhundert mit 50 bis 60 cm hohen Stufen gebaut und erhielt daher ihren Namen, Scala dei Giganti. Diese bietet mit einigen wenigen Stufen und nicht viel erforderter Anstrengung einen wunderschönen Ausblick auf die Stadt. Und wenn man sich einmal umdreht, Aussicht auf den Obelisken dahinter. Das direkt im Zentrum gelegene Teatro Romano, erbaut im 1. bis 2. Jahrhundert nach Christus, war für ca. 3500 Zuseher vorgesehen. Aufgrund des Namens des Stadtteils Arena Vecchia, oder auch Alte Arena, wurde das Theater bereits 1814 entdeckt, aber erst 1938 nach Stadterneuerungsarbeiten ans Tageslicht gebracht. Weiter geht's zum Piazza della Borsa, nur ein paar Minuten entfernt. Dies ist einer der Hauptplätze von Triest. Der Platz, auch als zweites gutes Wohnzimmer der Stadt bekannt, war im 19. Jahrhundert das wirtschaftliche Zentrum der Stadt. Dieser liegt gleich neben dem Piazza dell'Unità Italia, der Hauptplatz Triests. Wird auch als Piazza Grande bezeichnet, da er der größte Platz der Stadt ist. Der Hauptplatz wird auf 3 Seiten von imposanten Gebäuden umgeben, wie zum Beispiel dem Palazzo del Municipio, das Rathaus, welches sofort frontal ins Auge springt, sofern man den Platz betritt. Casa Strati, das seit seiner Eröffnung im Erdgeschoss eines der renommiertesten Kaffeehäuser beherbergt, in denen bereits Literanten wie James Joyce und Rainer Maria Rilke verkehrten. Der Canal Grande wurde gebaut, damit Handelsschiffe mitten in die Stadt einfahren und Ware ein- und ausladen konnten. Heute erscheint die Wasserstraße nicht mehr in ihrer ursprünglich angelegten Länge und erfüllt nicht mehr ihre anfängliche Funktion. Ein Teil des Kanals wurde aus Verkehrsgründen auch zugeschüttet. Faro della Vittoria, der Siegesleuchtturm, befindet sich mit seinen stolzen 68 Metern auf Platz 10 der größten Leuchttürme der Welt und ist auch wahnsinnig schön anzusehen. Dieser dient nicht nur als Navigationshilfe, sondern ist auch gleichzeitig ein Denkmal für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Marinesoldaten. By the way, die Bronzefigur on top wiegt ca. 700 Kilo. Das Leuchtfeuer liegt in ungefähr 115 Meter Höhe über dem Meeresspiegel. Mit 62 Millionen Tonnen Waren im Jahr macht es Triest zum bedeutendsten Hafen Italiens. Man zählt in Triest mindestens 4 Winde, die hier aufeinandertreffen. Bora, ein Fallwind, Libeccio, ein Ganzjahreswind, der über Nordkorsika kommt, Scirocco, ein heißer Wind von südlicher Richtung, von Sahara kommend, und Maestrale, starker Kaltwind von Südfrankreich kommend. Auch wichtig, Triest ist auf meiner persönlichen Taubenskala eine 1,5 von 10.
Hier trifft man wirklich nur in seltensten Fällen die gefinderten Freunde an. Nur mal so kurz am Rande, ein Parkticket in Italien kostet 18 Euro. Natürlich nicht empfehlenswert, aber dennoch billiger als daheim. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Castello di Miramare. Mal schauen, ob es offen ist. Einer der wichtigsten Punkte der Liste war natürlich das Castello di Miramare. Mit 5 Kilometern nicht weit von Triest, direkt am Meer, liegend auf einer Felsklippe und nahezu mitten in der Natur. Grob übersetzt bedeutet Miramar etwa sowas wie Meerblick und soll die Liebe des Erzherzogs Ferdinand Maximilian von Österreich widerspiegeln. Das Schloss Miramar verfügt über mehr als 20 Zimmer, darunter das Schlafzimmer des Erzherzogs, das wie eine Schiffskabine gestaltet und eingerichtet ist, ebenso auch einen Thronsaal. Ich kann euch nur von außen davon berichten, da das Schloss selbst leider geschlossen war. Nicht nur das Schloss kann überzeugen, auch die riesige Parkanlage, die sich rundherum erstreckt, lädt einen zum Verweilen ein. Sistiana ist eine 2600 Einwohner Ortschaft, 22 Minuten entfernt von Triest und liegt ca. 77 Meter über dem Meeresspiegel. Bekannt ist die Ortschaft auf jeden Fall für ihre Bucht und ihren Badestrand und seinen Yachthafen. Im Ersten Weltkrieg wurde die Bucht als Marinestützpunkt der K&K österreichischen Kriegsmarine genutzt. Wir machten hier kurz Halt, da es im Rückweg lag, waren aber sofort von der Aussicht, auch bei diesem Wetter, auf das Meer begeistert. Und auch der Idylle, die sich mit dem Nebel, der Ruhe und den Fischern am Yachthafen ergab. Unser eigentliches Ziel war das Castello di Duino in Sistiana, ebenso erbaut auf einer Felsklippe mit Ausblick auf den Golf von Triest. Dies ist nicht nur ein beliebter Platz zum Heiraten, sondern war auch 1912 die Beherbergung von Rainer Maria Rilke. Zu guter Letzt Ponte del Diavolo, mein absoluter Favorit des Trips. Die 22 Meter hohe und 50 Meter lange Teufelsbrücke ist das Symbol der Stadt Cividale del Friuli, 20 Minuten entfernt von Udine. Sie ruht auf einem natürlichen Felsbrocken im Flussbett. Den Namen Teufelsbrücke verdankt sie übrigens einer volkstümlichen Legende. Der Teufel soll dem Bau tatkräftig mitgeholfen haben, indem er seine Hilfe anbot. Als Gegenleistung verlangte er die Seele des ersten Bewohners, der die Brücke überquert. Die Bewohner akzeptierten die Bedingungen des Teufels, er vollendete den Bau in einer einzigen Nacht. Sogar die Mutter des Teufels half mit. Sie brachte in ihrer Schürze jenen großen Felsen, auf dem jetzt der zweite Pfeiler ruht. Am Morgen forderte der Teufel seinen Lohn. Die Menschen in Cividale waren aber besonders schlau. Sie ließen zuerst eine Katze die Brücke überqueren. Und hiermit schließe ich meinen Kurztrip ab. Demnächst erwartet euch mein persönlicher Input von Teilen Frankreichs. Wenn du dies nicht verpassen willst, abonniere doch meinen Kanal und like dieses Video. Das würde mich wirklich sehr freuen. Und ansonsten, stay safe!